Geht man nach Schulbüchern der Wirtschaft, dann müsste man die Währung stabilisieren, indem man den Leitzins erhöht. Aber warum? Ganz einfach, der hohe Zins würde den Geldfluss, also den Handel bremsen. Denn mit einem hohen Zins werden Kredite teuer. Die Bürger würden lieber sparen und das Geld auf eine Bank bringen. Das bringt Stabilität in der Währung, denn wo das Geld nicht im Kreislauf bleibt, wird auch wenig ändern. So ändert auch die Inflation nicht mehr und könnte kontrolliert gesenkt werden. Denn dann gibt es Bankzinsen in der Höhe des Leitzinses. Meist sogar noch höher. Das wiederum macht die Arbeit unattraktiv. Besonders in der Türkei könnten so die Menschen nur noch vom Bankzins leben und müssten nicht zwingend arbeiten gehen. Das würde die Arbeitslosigkeit senken. Allerdings hätte man so auch keinen Wettbewerb mehr für gute Arbeiter. Die Qualität der Arbeit würde sinken, weil Arbeitgeber keine Auswahl an Arbeitskräften mehr hätten. So würde das Wachstum stagnieren. Ohne Wachstum gäbe es keinen Aufschwung, also auch keine Lohnerhöhung. Die Wirtschaft eines Landes ist dann im Stillstand und wächst nicht mehr oder nur sehr langsam. Wenn ein Staat das so will, dann wählt es diesen Weg. Deutschland ist eine Wirtschaftsmacht und braucht keine Lohnerhöhung mehr. Die Türkei aber ist ein Schwellenland und möchte erst noch eine Wirtschaftsmacht wie Deutschland werden. Deshalb fährt sie eine andere Strategie. Der Leitzins wurde in der Türkei gesenkt. Die Wirtschaft soll so Aufschwung erleben. Die Inflation muss etwas höher angesetzt werden, damit die Menschen Geld ausgeben, Waren kaufen und weniger sparen möchten. Das führt zum Handel und stärkt die Wirtschaft. Die Arbeit kann so wieder attraktiv gemacht werden. Eine Inflation entsteht bei Nachfrage an Gütern, die wiederum hergestellt werden müssen, um den Bedarf an Produkten zu decken. Die Nachfrage führt zu Preiserhöhungen und durch die größere Produktionsmenge kommt es zu Lohnerhöhungen und mehr Arbeitsplätzen. Diese Preiserhöhungen in der Türkei nennt man Nachfrageinflation und ist nicht zu verwechseln mit der Geldmengeninflation, welche die Türkei bis 2003 erlebte. Denn bis vor 20 Jahren wurde ohne BIP-Wachstum durch die Zentralbank ungedecktes Geld gedruckt. Der Leitzins war so hoch, dass keine Kredite aufgenommen werden konnten. Damit gab es keine Investitionen. Aber die heutige Inflation in der Türkei entsteht durch Nachfrage und Produktion mit Lohnerhöhung. Deshalb ist die Reallohnerhöhung in der Türkei immer über dem Wert der Inflation angesetzt. So wächst die Wirtschaft der Türkei. Das erreicht die türkische Zentralbank durch Senken des Leitzinses. Die Türkei gibt der Welt eine alternative Sicht, wie ein Land und seine Bürger reicher werden können.